Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Playmocast. Und natürlich ist in dieser 53. Folge auch wieder Tobi mit dabei. Hi Tobi. Moin Lars. Tobi, wir haben uns heute gedacht, dass wir uns mal die Neuheiten angucken, die es von Playmobil in diesem Kalenderjahr gibt, oder zumindest im ersten Teil des Kalenderjahres. Und jetzt müssen wir aber schon mal mit einer kleinen Einschränkung hier beginnen, weil es gibt diese ganzen Neuheiten noch nicht im Katalog. Also Playmobil hat das ja im letzten Jahr schon geändert, dass es keinen Katalog mehr gibt zum Verschicken, den man haptisch in der Hand haben kann. Das fiel im letzten Jahr weg. Und in diesem Jahr müssen wir feststellen, dass es auch nicht möglich war, den Katalog am 1.1. rauszubringen. Also mussten wir ein bisschen arbeiten, um unsere Artikel zusammenzukriegen. Man muss ja dazu sagen, dass es noch nicht mal auf der Webseite eine Neuheitenvorschau gibt. Ne? Das ist ja, Da findet man gar nichts. Ja. Nee, man findet irgendwie gar nichts. Und selbst Links im Internet sind weg, wo man vorher so eine Zusammenstellung hatte. Also wir sind ich bin jetzt über YouTube gegangen. Grüße an Familie Hund. Ich glaube, so heißt sie. Okay, ja. Ich habe mir das bei Amclix angeguckt. Amclix hat ja, ich glaube, immer gefühlt auch ein halbes Jahr vor Erscheinung alle Artikel da. Also da muss irgendwie jemand von Playmobil mit aktiv sein, der die Sachen da vorzeitig liegt. Also das hat schon ein bisschen Tradition bei denen. Deswegen habe ich mich da mal ein bisschen umgeguckt und bin da auch ganz gut fündig geworden. Aber es ist wirklich schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich so überlegt, dass es wirklich nicht mal einen digitalen Katalog gibt, also am Beginn des Monats. Und das ist ein bisschen komisch, finde ich. Ja, das ist so. Vor allen Dingen am 17. sollen die ersten Neuheiten erscheinen. Ja, genau. Und kein Mensch weiß eigentlich genau, was da kommt. Oder wir sind einfach ein bisschen zu döspaddelig. Ich glaube nicht, oder? Weil die Kataloge, die waren ja früher auch immer verfügbar und die kamen am 1.1. raus. Da waren alle Artikel drin. Ich habe tatsächlich aber auch noch nicht im Handel geguckt, ob da vielleicht was ausliegt. Aber ich glaube, Kataloge so in der Form, die wir kennen, gibt es aber, glaube ich, wirklich gar nicht mehr. Doch. Gibt es wirklich noch? Ja, klar. Also zumindest letztes Jahr noch. Mein Sohn hat da tatsächlich auch für Weihnachten drin geguckt und so. Also es gibt noch die ganz normalen Kataloge. Okay. So wie wir sie auch kennen. Die sind ein bisschen dicker geworden. Weil ich habe festgestellt, dass ich mir den ersten Katalog des Jahres noch bestellen konnte bei Playmobil. Also es war kein Problem, den noch zu kriegen. Aber im zweiten Teil des Kalenderjahres, da gab es den Katalog nicht mehr. Also man konnte sich den nicht mehr zuschicken lassen. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es den in der Form gar nicht mehr gibt. Also du konntest auch bis dato, ich weiß nicht, wie es bei meiner letzten Bestellung war, aber du konntest eigentlich immer noch dann anklicken, ob du dann die Giveaways mit dazu haben willst oder auch einen Katalog. Keine Ahnung, Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich habe es immer weggeklickt, weil ich den Katalog halt hier immer aus dem Handel mitgenommen habe. Aber naja. Okay. Nichtsdestotrotz sind wir fündig geworden. Ja. Und haben euch ein paar Sets mitgebracht. 12 an der Zahl. Von jedem kommen hier 6 und wir überraschen uns gegenseitig. So ein bisschen Überraschungen sind doch das Schönste, was es im Leben gibt. Deswegen. Genauso wie unsere Tierlist. Genau. Also wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht und sind in den Bereich der Erfrischungsgetränke gegangen, um ein bisschen genauer zu werden. Es geht um Cola. Tobi. Ja, Cola ist immer noch irgendwie, ich mag sie noch gern, auch wenn sie natürlich ungesund ist. Also trinkt nicht zu viel, ne? Müssen wir dazu sagen. Genau. Aber wir haben uns schnell einigen können auf 5 Stück. Wollen wir von oben anfangen oder von unten? Unten, oder? Das ist ein bisschen spannender, finde ich. Also für uns beide relativ schnell klar war, dass wir mit Pepsi nichts anfangen können. Besonders nach meinem Erlebnis jetzt im Circus Roncalli, wo man Pepsi jetzt nicht mehr nur mit Zucker bekommt, sondern mittlerweile sind da auch Süßungsmittel drin. Und das ist für mich schon ein No-Go. Von daher Platz 5. Dann haben wir auf der 4 die Vita Cola, die echt, finde ich, manchmal ganz lecker ist, aber durch diesen Zitronengeschmack ist das permanent schon ein bisschen schwierig, finde ich. Also deswegen, weiß ich nicht, finde ich Vita Cola jetzt nicht so richtig gut und da waren wir uns auch relativ schnell einig, dass das unsere Nummer 4 ist. Genau, auf der 3 gehen wir nach Hamburg. Hamburg, meine Perle. Mit der Fritz Cola. Viel Koffein. Ja, das ist schon mal gut, finde ich. Ja, und sie schmeckt auch einigermaßen gut. Ja, also sie schmeckt gut. Das kann man ja nicht anders. Das ist ein guter, wenn man sonst nichts hat, kann man auch eine Fritz nehmen. Ja,
Genau, auf der 2 haben wir die Afri-Cola, die eigentlich schon meine Lieblings-Cola ist, aber natürlich, ja, weiß ich nicht. Also die ist schon richtig gut. Coca-Cola, die wir gleich auf der 1 haben, Tobi, die ist natürlich ein bisschen besser, ne? Ja, Und das ist einfach der Klassiker, ne? Das ist ja, oft kopiert, nicht erreicht, finde ich. ja, Tatsächlich. ist Also schon, es gibt schon, also man muss dazu aber die Einschränkung machen, am besten schön gekühlt aus einer richtigen Glasflasche. Ne? Nicht aus dieser Plastik-Mehrweg, sondern dann ja, ja. vielleicht aus einer 0,3 oder 0,5 Glasflasche noch mit Kronkorken und dann schön aus dem Kühlschrank. Ich glaube, ja, da geht fast nichts drüber. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon richtig lecker und Coca-Cola ist wirklich Und einfach du kannst es nur noch toppen mit einem Schuss Havanna. ja, okay. Da habe ich jetzt keine Ahnung von, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir da gerne. Danke. Und eine Limette. Ja, Also ein bisschen wie Vita Cola, meinst du? Spaß. ja, so ungefähr. So, Tobi, dann wollen wir mal starten. Ja. Möchtest Willst du? du anfangen? Ja, komm, ich sag dir mein erstes Set, dann darfst du das erste Ranking abgeben. Okay. Und da muss ich auch gleich was zu sagen. Wir gehen nämlich in die Asterix-Welt. Und ich nehme das einzige Set, was wirklich neu ist, also neu in Anführungszeichen, weil es ist die Nummer 71829, das Legionärszelt für 34,99. Und warum sage ich, also ungefähr das einzig neue Set, weil das Zelt gab es vorher ja auch schon mit dem aus Asterix und der Geier, mit dem Centurio oder was auch immer er ist. Also das Zelt an sich ist nicht neu, die Figuren sind natürlich nicht neu. Und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, den ich jetzt auffällig fand bei den Neuheiten. Es gibt insgesamt 4 Neuheiten. Neben dem Zelt gibt es auch noch das Segelschiff der Piraten, was ja im Adventskalender drin war, der sich scheinbar nicht sehr gut verkauft hat. Und es gibt neu das Haus von Asterix und das Dorffest sozusagen. Da ist zu sagen, dass diese beiden Sachen eigentlich zusammen waren als großer Artikel, zusammen mit Palisaden und das Dorf eigentlich abbildeten. Das heißt, scheinbar hat Playmobil auch dort so viele Sachen über, dass sie die Häuser, dieses große Set jetzt auseinandernehmen, weil es auch unwahrscheinlich teuer war, mit 169,99 glaube ich, und das jetzt einzeln verkaufen als Dorfbankett und das Haus von Asterix. Von daher, gefühlt sind es zwar 4 Neuheiten, aber effektiv ist es eigentlich gar nichts Neues, wenn man mal ehrlich ist. Okay, witzig, wusste ich gar nicht alles. Deswegen ein ganz guter Überblick von dir auf jeden Fall. Ich wollte noch zu dem Zelt ganz kurz sagen, das gab es doch in den 90ern auf jeden Fall in der Ritterwelt schon. Natürlich mit einer anderen Farbe, aber ich glaube, der Schwanritter Ja, hatte ich meine auch. Ja. genau ein Set dazu auch parat, genau. Ja, ich gehe mal auf die Fritz Cola. Oder warte, ich gehe auf die Vita Cola. Okay. Ich gehe auf die Fritz Cola. Also ich finde, so an sich ist das ja schon ganz okay gestaltet, muss man sagen, ne? Also richtig viele Teile gibt es hier nicht. Das ist so mein größter Kritikpunkt. Ich habe jetzt auch nicht so richtig viel Ahnung von der Asterix-Reihe, also da bist du auf jeden Fall besser aufgestellt. Ich habe da nicht so den besten Überblick und kann da eigentlich gar nicht so richtig mitreden, also kenne mich mit den Inhalten nicht so gut aus. Deswegen ist das dann nochmal ein bisschen schwerer zu bewerten. Das Set gefällt mir gut, wobei beim zweiten Hinsehen finde ich das Zelt dann aber gar nicht mehr so gut, weil es irgendwie farblich jetzt nicht so richtig gut gestaltet ist, finde ich. Also, weiß nicht, was du dazu sagst. Ich meine, das ist ja schon hier das Hauptaugenmerk in diesem Set und ja, deswegen finde ich die Vita Cola, also Platz 4, ganz gut hier, weil also das Set macht wirklich gar nicht viel mit mir. Ja, kann ich auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Ich finde, es passt relativ gut zu Asterix. Mein größter Kritikpunkt ist, das ist der Preis im Prinzip, weil du natürlich nicht nur ein Set brauchst, sondern du bräuchtest dann, um das realistisch zu machen, dann irgendwo, ich sag mal, mindestens 5. Und bei 35 Euro, die das UVP kostet, ist das schon echt eine Menge Geld. Ne? Ja, Was natürlich fein ist bei dem Set, sind die Römer wieder, wo du den Kopf drehen kannst, wo sie vermöbelt sind. Das passt ganz gut. Aber ja,
es ist jetzt kein Banger, wie man sagt. Ne? Ja. Also es ist okay, aber es ist preislich, finde ich, zu teuer. Gut, du wirst es nachher bei Amazon wahrscheinlich für 22 oder irgendwas kriegen. Aber selbst dann sind 5 bis 10 Sets noch richtig teuer, um dann ein vernünftiges Römerlager dann zu haben. Ja. Na gut, dann machen wir weiter mit einem Set, das ich hier mitgebracht habe, Tobi. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist das Set mit der Produktnummer 71736. Das ist die Managerin mit Dalmatina aus der My Life-Reihe. Ja. Oha. Spannend. Kostet 8 Euro, ne? 7,99 Euro. Und das macht das Ganze schon ein bisschen... Das muss man auch irgendwie in Relation sehen. Ja, ich bleibe auch bei einer Fritz. Also, ja, ich bleibe erstmal bei einer Fritz. Na, okay. Ich gehe auf Afrikola. Würde tendenziell fast noch ein bisschen höher gehen, weil... ich überlege gerade. Nee, ich gehe mal wirklich auf Coca-Cola, weil ich die Art und Weise so cool finde. Also die Art und Weise, wie die Klamotten hier gestaltet worden sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen, ja, Coca-Cola, die 1. Der Dalmatiner ist cool. Und wie gesagt, diese Klamotten, die die Frau hier trägt, die sind ja wirklich so in der Form komplett neu. Und daher bin ich so ein bisschen verliebt in das Set. Okay, mir gefällt der Dalmatiner nicht besonders gut. Muss ich sagen, die Augen finde ich schwierig, weil die fast genauso aussehen wie die Punkte. Und ja, ich weiß nicht, es ist, ja, ich sag mal, dieser Hosenanzug ist gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ist schon sehr gut umgesetzt, finde ich. Ja, umgesetzt ist ja sehr gut. Von daher, ja, ist okay. Also, alles gut. Okay. Aber ich bleibe dabei. Also, für mich bleibt es, was habe ich gesagt, eine Fritz-Cola. Genau, die 3 hast du gesagt. Ja. So, Lars, dann habe ich dir noch ein Set mitgebracht. Und zwar die 71797. Und wir haben mal wieder ein Schlossgespenst. Oh ja. Muss ich gerade ein bisschen wirken lassen. Ist ein Novelmore-Set, ne? Ja, Sehe ich ein gerade. Novelmore-Set. Novelmore auch nicht so meine Richtung. Habe ich auch zu wenig Ahnung von. Und ich gehe mal auf Fritz Cola. Okay. Da gehe ich tatsächlich auf die Coca-Cola. Das Okay. gefällt mir sehr gut. Preislich muss ich sagen 14,99 für beide. Ist nicht wenig, aber das Gespenst gefällt mir wirklich gut und wir haben lange kein Schlossgespenst mehr gehabt. Und von daher, ja, ich gehe auf die Coca-Cola. Ja. Ich mag hier irgendwie, das glaube ich, ein generelles Novelmore-Problem oder zumindest konnte ich mich mit Novelmore nie so richtig anfreunden, weil die Ritter und so immer ein bisschen merkwürdig aussehen. Also der Ritter, der dabei ist, ich weiß nicht, das ist nicht so meine Welt irgendwie. Was stört dich konkret an dem Ritter? Würde mich jetzt mal tatsächlich persönlich mal interessieren, weil ich muss sagen, ja, ich fand Novelmore am Anfang auch nicht gut. Aus eben diesem Grund, weil ich es halt mit der alten Ritterwelt verglichen habe. Ja. Und da muss man sich aber von trennen. Weil es halt es ist ja eine neue Fantasy-Reihe. Es ist ja nicht, die wollen ja nicht Ritter darstellen, sondern es ist Novelmore. Es ist ja losgelöst von der Ritterwelt, so wie wir sie kennen. Und wenn wir jetzt Christian dabei hätten, der würde dir wahrscheinlich erstmal erzählen, dass das sowieso alles Dummtüch ist, was da Ja. in der Ritterwelt ist. Von daher musst du das unter einem neuen Aspekt, finde ich, sehen und mehr in Richtung Fantasy gehen. Du musst dich wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen von dem realistischen Gedanken lösen und mehr hin zur Fantasy. Das fällt mir natürlich leicht, weil ich natürlich nun sehr Fantasy begeistert bin. Also die Punkte sehe ich schon, also kann ich schon sehr gut nachvollziehen, aber ich würde hier trotzdem sagen, dass man ja so ein bisschen, auch bei einer Fantasy-Reihe, so ein bisschen an den historischen Vorbildern bleiben sollte und sich dann ein bisschen mehr an denen orientieren könnte. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß nicht. Natürlich hat man gestalterischen Spielraum dann immer mit dabei und ich weiß aber nicht, das ist irgendwie alles nicht so meins. Also ich finde den Ritter
kann ich nicht als Ritter ernst nehmen irgendwie. Das ist so Ernsthaft? Ja, ich weiß nicht. Aber, naja gut, Geschmack ist, darüber Ja. lässt sich streiten, aber ich finde, er ist jetzt nicht, also ich finde, wenn du ihn jetzt so anguckst, der Helm, das ist derselbe, den damals auch Ja. die Knappen beim Schwarzen Ritter auf hatten. Er hat eiserne Handschuhe, er hat metallene Füße in Anführungszeichen und dann hat er dann noch eine gut bedruckte Rüstung. Also ich finde, ist ja kein Ritter, sondern er ist eine Wache. Ja, Ne? Und ich finde, das trifft schon sehr gut auch wirklich. okay. Ja. Aber gut, das ist deine Entscheidung und wir wissen ja, dass du nicht immer richtig liegen kannst. Ja, das stimmt, das stimmt. Von daher darfst du jetzt dein nächstes Set vorstellen. Okay, dann habe ich mitgebracht aus der Reihe Action Heroes. Ja, die müssen dabei sein. Ja. Die Produktnummer 71751. Das ist die Straßenwalze. Ach so, die Straße. Oh nee, dann bin ich war gerade bei Action Heroes heißt es jetzt. Oha. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe gerade an die Stunt-Show gedacht. Ach so, ja, ich weiß. Ja, ich schaue es mir gerade mal an. Ich kannte das Set ja noch nicht. Jetzt könnte man ja gleich wieder aufmerken, da ist eine Frau dabei. Ich weiß nicht, Ja, ob du das schon gesehen hast. habe ich gesehen, ja. Ist natürlich nett gemacht. Jetzt ist der über sein Mittagessen gefahren, sehe ich. Mhm. Der ist ja auch ein bisschen paddelig, ne? Um es kurz zu machen, ich pack's in die Afrikola. Erstmal. Ja, Also was heißt erstmal? Ich pack's in die Afrikola. ja, ich finde, das Set ist gut gemeint, aber ich pack's nur in die Fritz-Cola. Okay. Gibt es Gründe, warum es für dich nicht höher reicht? Ja, ich finde irgendwie sind die Farben so ein bisschen billig. Also dieser Blauton da, oder das ist kein Blauton, wie heißt die Farbe? Türkis. Türkis, genau. Dieses Türkis ist eigentlich eine coole Farbe, aber hat da in dem Set irgendwie nichts zu suchen, finde ich. Also würde ich so im Alltag nicht wiederfinden. Und Oh, da muss ich dir gleich widersprechen. okay. Also wenn du mal Google mal parallel Amman Yanmar Okay, warte kurz. und wenn du dir da mal die Bagger aufrufst und die Maschinen, und dann siehst du nämlich, dass Türkis tatsächlich das eine Firmenfarbe von denen ist. Also das heißt, tatsächlich in der Baubranche, und ich habe ja lange Zeit dort auch in der Baubranche gearbeitet, ist das für mich jetzt tatsächlich ein vertrautes Bild in dem Moment. Ja, Von daher kann ich dir bei dem Punkt nicht recht geben. okay, dann gehe ich auf Afrikola, weil das Set ist richtig gut gemeint, finde ich. Also es ist richtig gut dargestellt, also muss man schon sagen, aber die farbliche Gestaltung war hier für mich nicht so richtig überzeugend, aber mit deinem Alltagsbeispiel habe ich meine Meinung gerade so ein bisschen geändert. Also sonst finde ich es cool. Auch, dass die Frau dabei ist cool. Ja. Und das ist schon gut Ich gemacht, finde ne? auch, die haben das mit dem Mittagessen, das ist ein guter Gag. Ja, auf jeden Fall. Es sind einige Baustellen, Ausstattungsstücke dabei. Sie macht ja auch das habe ich ja tatsächlich mal studiert. Also es trifft ja zwei Sachen, die ich gemacht habe. Einmal die Baumaschinen, wo ich Ersatzteile verkauft habe früher. Krass. Mhm. Und dann habe ich ja eine Zeit angewandte Geodäsie studiert. Das ist ja Vermessungskunde. Krass. Also im Prinzip wollte ich das machen, was sie da macht. Aber bin dann an der Ingenieursmathematik gescheitert. Von daher alles in allem finde ich, ist das Set wirklich gut. Er reicht nicht ganz für die Coca-Cola, aber ja, gefällt mir. Ja, okay. Dann bin ich dran, ne? Dir was zu sagen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen in die neu aufgelegte Piratenwelt. Oh Wir ja. gehen in den Piratenhafen. Die Nummer 71792 für 79,99 €. Ah, das Set habe ich vorhin gesehen. Beim Durchgucken. Puh. Schwer, ne? Ja. Ich weiß nicht. Denk dran, du musst es so ein bisschen auch aus Kinderaugen sehen, ne? Ja, das stimmt. Und es ist dein Lieblingsgrün mit dabei. Ja, dann ist natürlich das Ganze nochmal ganz anders zu bewerten hier. Ja, ich verstehe die grüne Tür nicht. Ich auch nicht. Also, warum ist die da? Also, Ja, das hättest du in einem schönen
beige oder irgendwas viel farblich angenehmer machen können. Aber so an sich gehe ich schon mal auf Afrikola. Ja, bin ich bei dir. Und ich stelle dir jetzt aber mal eine Frage. Das ist das zweite Set, bei dem mir das auffällt. Playmobil scheint mittlerweile Werbung in den Sets zu machen, weil guck mal auf die Piratenflagge. Da oben steht Playmobil. Das sehe ich gar nicht. Warte mal kurz. Liegt es an meinem Produktbild hier? Also auf der großen schwarzen Piratenflagge steht Playmobil. Ja, stimmt. Sehe ich ja. Stimmt. Und auf der Seite von dem Römerzelt stand auch Playmobil. Okay. Das ist ja spannend. Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ja, gefällt mir tatsächlich nicht so gut, wenn die das jetzt so durchziehen, weil das hat auf einer Piratenflagge ja nichts zu suchen. Nee. Das ist natürlich schade, aber wertet jetzt das Set nicht unter Afrikola trotzdem, weil ich glaube, wenn du so ein bisschen Bock hast, da zu spielen, das passt schon. Ich meine, die Kanonenkugeln gefielen mir früher trotzdem besser. Jetzt sind das leuchtende Totenschädel. Aber ich glaube, diese ganze Piratengeschichte ist ja auch so ein bisschen abgerutscht in so ein bisschen Fluch der Karibik-Style. Ja, leider, ja. Und nicht mehr so, wie wir sie früher hatten. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse es in der Afrikola. Ich glaube, es hat sehr viel spielerische Elemente. Optisch ist es nicht so meins, aber ich glaube, man kann da sehr viel mitspielen. Ja, ich finde nur so ein bisschen ärgerlich bei dem Set, dass es ja so viel besser hätte sein können, weißt du? Also hättest du ein bisschen an den Farben gearbeitet, dann wäre das ja schon mal eine ganz andere... Ja, diese beiden Grüntöne beißen sich halt total, ne? Mach das in einer Farbe. Also wenn du die Tür in dem Grün von der Luke gemacht hättest, wäre das, glaube ich, überhaupt nicht schlimm gewesen. Ja, genau. Oder vielleicht die Tür in der Farbe des Daches oder so, dann wäre das ja okay. Ja. Aber ich verstehe da dann nicht, warum dann so eine Farben da auftauchen. Also, weiß ich nicht, du hast da 4 Farben, das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Ja, musste weg. Ja, also, ja, wirklich, sieht so aus, ne? Ja. Ja, aber sonst hast du da wirklich schon einige witzige Elemente dabei und damit kann man auf jeden Fall ganz gut spielen, würde ich sagen. Der Käfig ist nett. Du hast ein Hai dabei, du kannst da unter diese Hütte rein theoretisch fahren, so wie das aussieht, und da jemanden gefangen nehmen oder was. Ne? Also, ja, spielerisch ist da schon einiges zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt habe ich dir ein richtiges Highlight-Set mitgebracht, Tobi. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn du einen Joker verwenden könntest in dieser Spielrunde. Ja. Stimmt, kannst du. Ich habe ja Last Christmas gewonnen. Stimmt, dann würde ich schon davon ausgehen, dass das hier das beste Set des Jahres ist. Oha, jetzt bin ich echt gespannt. Das ist natürlich nicht so richtig ernst gemeint, wie du gleich feststellen wirst. Ich habe mitgebracht die Produktnummer 71809. Oha, ich lasse mich überraschen. Eiferbübsch. Das habe ich vorhin gesehen mit meiner Frau zusammen, als ich mir das da bei YouTube angeguckt habe. Du hast noch gar nicht erzählt, was es ist. Es ist der Cabrio-Ausflug. Genau, der Cabrio-Ausflug ist das, genau. Ja, ich muss es mir mal eben genauer. Es ist ein Promo-Pack für 24,99, glaube ich. 19,99 sogar. Ich meine, preistechnisch ist es natürlich echt eine gute Geschichte, weil du kriegst ein Cabrio, was mir tatsächlich farblich gar nicht so schlecht gefällt. Mit den Blumen und die 2 Damen dazu, die eigentlich auch ganz nett sind, so vom Styling her. Okay. Also tatsächlich, muss ich dir sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Okay. Ich dachte, das macht hier ein bisschen was auf, weißt du? Ich dachte, du sagst, boah, ist das hässlich. Aber also das Cabrio gefällt mir nach wie vor. Das hatten wir ja schon mal in dieser Alt gegen Neu Folge. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, so ein ähnliches Cabrio. Aber in einer anderen Farbe. Ich mag Türkis sehr gerne. Ich auch. Ich bin ein richtiger Türkis-Fan. Das liegt tatsächlich auch so ein bisschen auch in der Modellbahn beziehungsweise auch in der deutschen Bundesbahngeschichte gab es ja auch eine ganze Zeit das Farbschema Ozeanblau, Elfenbein oder Beige. Und das war ja auch so Türkis. Und damals hatte die Deutsche Bundesbahn ja auch eine türkise Phase. Und von daher, ich mag Türkis, gefällt mir sehr gut. Ich finde, die Outfits der beiden Mädels dort sind auch aufeinander gut abgestimmt. Also finde ich beides farblich gut. Von daher muss ich dich enttäuschen. Ich packe das in die Fritz-Cola, weil es auch preislich attraktiv ist, finde ich. Für 20 Euro kannst du dann eigentlich nichts zu sagen. Das wirst du nachher irgendwo für 15 kriegen.
ganz ehrlich, naja, finde ich gut. Also, was heißt gut? Finde ich okay. Ja. Okay. Also bei mir ist wirklich nur Pepsi. Also ich finde es ganz schrecklich. Der Türkiston ist richtig toll, also den liebe ich wirklich. Aber diese Blumen da auf dem Auto, dann diese Form des Cabrios, also das ist wirklich gar nicht meins. Überhaupt nicht meine Welt, deswegen, nee, also mehr Du als, du musst dir das so vorstellen, an einem schönen Sommertag fährst du damit am Meer entlang, vielleicht durch San Francisco mit Flowers in the hair. ja, weiß ich nicht. Tobi, bin ich ehrlich, sehe ich nicht. Tja, schade. Das macht mich traurig. Ja, habe ich schon gemerkt. Ja gut, dann du hast ja auch nicht viel dazu zu sagen dann, ne? Nee, ich dachte, ich bringe mal hier ein Set mit, was nicht so gut gelungen ist. Also bei dem ich mir ziemlich sicher war, dass das nicht gut gelungen ist, aber wenn es dir gefällt, umso besser. Ja, ich finde es also wie gesagt, ich find's okay. Ich kann da jetzt nicht in die Vita, dafür mag ich die Vita Cola zu wenig, als dass ich sage, dass das Set da reingehört. Ich bin gespannt, ob du das noch toppen kannst nach unten hin, weil ich habe in meiner YouTube-Geschichte, die ich da geguckt habe, echt Sets gesehen, die ich deutlich weiter nach unten gerankt Okay. hätte. Aber Aber gut, ich überrasche dich jetzt mit dem nächsten Set. Ich bin immer noch bei den Piraten ja, und wir haben die Gefahr durch Riesenhai. Die Nummer 71793 für 29,99. ja, Also ich kann dir sagen, was die Reaktion von meinem Sohn war. Boah, geil. ja. Ich muss kurz überlegen, was das ist. Also, Ein Hai. ja. Ist der bewaffnet? Hat der. Ja, der wird scheinbar als Reittier benutzt von Ja. einem Untoten. Sie sieht ja aus wie so ein Geisterpirat. Ich kenne mich leider mit der neuen Serie zu wenig aus, aber ich würde jetzt sagen, das ist ein Geisterpirat. Ja. Und der scheinbar diesen Riesenhai als Reittier benutzt. Ach, es ist ein Hai-Pirat. Ach, siehste, guck hier. In den tiefen Gewässern der Piratenwelt lauern ein monströser Riesenhai und ein ruchloser Hai-Pirat. Durch einen Hebelzug öffnet sich das riesige Maul des Hais, in dem ein Pirat gefangen werden kann. Schnell wieder losgelassen, schließt sich das Maul automatisch. Auf seinem Ritt durch die 7 Weltmeere hält sich der Hai-Pirat mit gezücktem Säbel an dem Netz des Monsterhais fest. Der Riesenhai kann im Wasser schwimmen. Ja, ich gehe mal auf Fritz Cola. Ja, ich bin noch etwas unentschlossen, Ja. weil mir der Hai wirklich sehr gut gefällt, aber der Hai-Pirat nicht. Den Hai-Piraten finde ich nicht. Ich bin auch bei der Fritz, Ja. weil, also ich finde den Hai wirklich klasse. Der sieht wirklich auch so ein bisschen abgewrackt und sieht wirklich so aus, als ob er schon so einiges erlebt hat. Ja. Allerdings hätte mir die Geschichte mit einem Orca, hätte die mehr Sinn für mich ergeben, weil der Orca kann auch an der Wasseroberfläche irgendwo schwimmen und da kann er hinten drauf stehen. Der Hai muss ja unter Wasser schwimmen. Und dann, aber der Hai-Pirat hat der Kiem? Man weiß es nicht. Kann schon sein, ne? Kann sein. Also von daher ist ja ein Hai-Pirat. Aber nein, ich bleibe bei Fritz Cola. Ja, Aber ich finde die Gestaltung des Piraten auch ganz gut, muss ich sagen. Also, ja an sich ist es ein interessantes Set. Aber wir sind wieder dabei. Du musst dich halt wieder lösen von den Piraten, die du kennst. Ne? ja, klar. Aber ja, du hast recht, er hat da so eine Haifisch-Zahnkette. Ja. Ja, netter Also, Hut. den Piraten finde ich teilweise noch besser als die Piraten, die es in den 90ern gab. Also von daher finde ich die Gestaltung da ganz gut und das Set ist auch ganz cool. Also, ja. Ja. Nett. Ja, auf jeden Fall, ne? Dann habe ich ein Lizenzthema mitgebracht, Tobi. Oha. Und zwar aus der Miraculous-Reihe, von der ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was hier aber Ich auch nicht. keine Rolle spielt, weil es geht ja nur um die Betrachtung der Sets. Und da habe ich mitgebracht die 71863. Das ist die französische Bäckerei. Okay. Für 60 Euro, 59,99. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Weißt du was? Pepsi. Pepsi. Ich kann da nichts mit anfangen. Ich kann dir nicht sagen, ich finde die Figur komisch, die da drin ist. Ja. Die hintere, aber die macht vielleicht Sinn, wenn man sie kennt. Ich habe ja auch gerade vielleicht auch eine
eine doofe Seite. Mhm. Ich versuche nochmal was anderes aufzurufen, ob ich da nochmal bessere Bilder bekommen will. Weil ich habe hier nur die No-Box-Image bei Clickipedia. Es ist ganz schwierig, gerade eine vernünftige Seite da zu finden. Da ist nochmal. Aha, okay. Nee, ich bleib dabei. Also die sagt, gibt mir nichts. Also, nee. Nee, ich muss auch mal was auf die Pepsi setzen. Mhm. Nee, weiß ich nicht. Finde ich nichts. Krass, okay. Also ja, aber mach du erst mal. Ich sag da gleich was zu. Ja, ich gehe auf Coca-Cola. Ach du Schande. Ich finde es richtig geil, wirklich. Ich habe das Set gesehen und dachte mir, boah, warum braucht es hier erst ein Lizenzthema von Miraculous, dass da mal so ein Set rauskommt? Also ich finde es richtig, richtig geil. Weil ich finde, so stellt man sich eine französische Bäckerei vor. Und jetzt unabhängig von der Spielwelt oder unabhängig von der Themenwelt, die dahinter steckt, finde ich es einfach ziemlich perfekt. Ja, ich bin da beim Preis mit 60 Euro. Ja, Und dafür ist es mir einfach zu wenig. Also sieht einfach nicht schön aus von innen. Wenn du dir mal die Tür anguckst, ist so, ja, also sehr lieblos. Es ist alles so reingedrückt irgendwie. Man sieht da sehr viel, es sieht irgendwie so unfertig aus. Dann hast du scheinbar auch relativ viele Sticker, die du da drauf klebst, die scheinbar aber auch, vielleicht sind sie auch auf dem Bild nur schlecht angebracht. Ja, ansonsten, also der Boden ist relativ nett gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt ja auch eine Pappe, die du aufklebst. Der ist ja nicht geprintet, das kann man einigermaßen sehen. Ja, aber ich finde die Figuren nicht besonders. Die Torte ist auch bei Asterix gewesen. Nee, ich bleib dabei. Mir gefällt das Set alles in allem für 60 Euro überhaupt nicht. okay. Nee, ich bleib bei der Pepsi. Schade. Ja, aber ich würde es nicht kaufen. Und einmal schon gar nicht für das Geld. Und zweitens finde ich das, weiß ich nicht, mir fehlt da was. Also ich würde mal gerne wissen, wie das Gebäude von außen aussieht. Wir haben ja jetzt nur Bilder von innen. Ja, ich habe hier ein Bild. Ah, jetzt habe ich es. Ja, ich hab's jetzt von vorne, ja. Ja, gut, von vorne, das ist okay. Aber ich bleib dabei, dass es mir nicht... Nee, ich bleib bei der Pepsi. Okay. Ja. Dann, du bleibst... Ja, ich bleib bei Coca-Cola, ja. Ja, ich komme jetzt zu meinem vorletzten Set. Und wir gehen ins Prähistorische. Die 7822. Und wir hatten da im Vorwege schon mal drüber gesprochen, welcher Dino das wohl sein soll. Letzten Endes hat sich Playmobil dazu entschieden, dieses Set Stygimoloch Beobachtung zu nennen. Es ist die 71822, falls ich es noch nicht gesagt habe, für 19,99 Euro. Ah, okay. Okay, von Dinos habe ich keine Ahnung. Aber vielleicht kannst du über den Hintergrund gleich mal erzählen. Sonst gehe ich erstmal auf Fritz Cola. Weil ich auch nicht so richtig im Thema drin bin, was mich irgendwie in meiner ganzen Betrachtung komplett limitiert. Okay. Ich gehe auf Coca-Cola, weil der Stygimoloch ist schon sehr, sehr gut getroffen. Also genau so stelle ich mir den Stygimoloch vor. Oder so kenne ich ihn ich habe mit meinem Sohn lange Jurassic World Evolution, heißt es, glaube ich, das Spiel, das Aufbauspiel, wo du dir selber so einen Park aufbaust und da ist er halt auch drin. Und er hat auch gleich gesagt, es ist ein Stygimoloch. Also Stark. das passt. Und ich finde, es ist nicht allzu viel Zubehör dabei, aber für 19,99 ist das okay, weil du hast da einen Dino-Forscher dabei oder einen Dino-Fan vielmehr, der einen netten Print da auf seinem Pulli hat. Aber auch da, guck mal, steht auch wieder Playmobil auf dem Koffer drauf. Also gefühlt schreiben die es jetzt überall drauf. Ich meine, früher hast du es auch ab und an bei einigen Dingen gehabt, aber gefühlt ist es mittlerweile in jedem auffällig. Set. Ne? Ja. Ja, was wolltest du sagen? Ich habe Stygimoloch vorher noch nie gehört. Also noch, Ernsthaft nicht, ja. Was soll ich dazu sagen? Da ist alles verloren. Ja, nee, ist okay. Das ist okay. Du musst mal Dino Dan gucken. Oder Dino Dana. Das ist sehr gut. Da lernst du die alle kennen. Okay. Ist auch für dich geeignet. Das ist ziemlich gut. Klingt verlockend.
Nee, also wie gesagt, das ist ich finde es gut. Also, Okay. ja. Oh, ich würd da gerne so viel mehr zu sagen, aber geht einfach nicht, ne? Da fehlt einfach Ja, Hintergrund. ich war früher als Kind Dino-Fan. Ich weiß gar nicht, ob es da den Stiggy Moloch schon gab oder ob er erst danach gefunden wurde. Ähm, aber ich finde, das Set an sich ist schon sehr, sehr gut gemacht und ja, also man erkennt es, finde ich. Mhm. 1983 ist er entdeckt worden, habe ich Ah gerade ja. mal parallel geguckt. Ich finde auch der Dino ist wirklich auch schön gemacht. Das ist nicht einfach nur einfarbig, sondern er hat einen wirklich schönen Print da obendrauf mit den Platten und auch unten der Bauch, der ist so ein bisschen gesprenkelt. Also der sieht schon wirklich gut aus. Ja. Mhm. Mhm. Aber gut, wenn man Dinos nicht mag, du bist ja eher dann für Pferde zu haben, Apfelschimmel und so, da Genau. kennst du dich mit aus, da kenne ich mich nicht mit aus. Mhm. Von daher, jeder hat seine Vorlieben. Das stimmt. Da bist du dran. Genau, ich habe einen Artikel, meinen letzten Artikel mitgebracht. Und zwar kommt er aus der Themenwelt Princess Magic. Oha. Das ist die königliche Küche mit Vite, der. du hast es aber mit Küchen heute. Ne, heute ist richtig viel. Ja, ja. Ich fand die ziemlich gut alle. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich bringe die mal mit. Das ist Ja. die Produktnummer 71848. Ja. Und ich finde hier bei dem Set auch so gut, dass man das unabhängig wirklich von der Themenwelt betrachten kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das genauso gut findest wie ich oder ob du sagst, ja, das muss nicht. 29,99. Und ich sage dir, dass dieses Set bei mir auf die Afrikola kommt. Ja, so. Finde ich wirklich gut. Also es hat ja Elemente aus der Rosa-Serie, Mhm. aber ich finde es farblich, passt es total gut zusammen. Ja. Ich mag die beiden Figuren. Aber du darfst erstmal noch sagen, wo du es hinrankst, bevor ich dir das nachher verbaue, was du vielleicht wolltest. Nee, kein Problem. Ich sag mal ganz kurz Coca-Cola. Ja, okay. Ja, ja, vielleicht, ja, doch, ich glaube, ich packe es auch auf die Coca-Cola. Stark. Also ich finde es wirklich, das ist ein Set, was so in sich farblich passt. Ja, finde ich auch. Also da ist nichts Störendes dabei. Die Farben sind da wirklich toll und ich mag die beiden Figuren, die haben nette Prints. Ich kenne mich mit der Serie auch überhaupt gar nicht aus. Ja. Aber ja, nee, finde ich gut. Also, ja, nee, gefällt mir. Ja, doch, packe ich auch in die Coca-Cola. Ja, finde ich auch komplett cooles Set. Also ist einfach ziemlich stimmig alles, ne? Also Ja, ja, da kann man auch nicht viel zu sagen, finde ich. Das ist ein ziemlich perfektes Set und wie gesagt, auch unabhängig von der Themenwelt dann ganz gut zu betrachten. Ja, von der Themenwelt habe ich auch gar keine Ahnung. Princess Magic weiß ich nicht viel, ich kenne ein paar Artikel, aber wenn man sich jetzt dieses Set hier isoliert mal anguckt und das isoliert betrachtet, dann ist das wirklich echt schon ein richtiger Banger, finde ich. ich habe dir auch noch einen Banger mitgebracht. Ja? Meinen letzten Artikel. Und zwar ist das die Nummer 71830. Wikinger mit Seeungeheuer. Für 24,99. Es geht unter dem Promo-Pack-Stempel. Ich warte mal ganz kurz auf ein scharfes Bild und hab gleich eins. Ich kann dir mal schon was dazu erzählen. 2 furchtlose Wikinger, die mit Schwert, Axt und Schilden bestens gerüstet sind, um jede Gefahr zu trotzen. Seeschlange mit beweglichem Kiefer und schwimmfähigen Körper bietet realistische Action und dynamische Spielszenen. Perfekt für fantasievolle Geschichten und spannende Seeabenteuer. Ja, ich gehe mal auf Afrikola. Jetzt live von Mattel. Afrikola? Ja. Ich gehe mit. Finde ich. Also du darfst erstmal was sagen. Ja, ich finde es ganz cool. Also ich finde auch das mit dem Seeungeheuer ganz, ganz süß. Erinnert mich ein bisschen an Loch Ness. Genau, ja. Ja. Deswegen finde ich es cool. Finde auch cool, dass dann so eine Sachen da irgendwie Verwendung finden. Die Gestaltung der Wikinger finde ich ganz okay. Ja, finde ich gut. Ist ein cooles Set. Also das ist ja wieder Mann und Frau. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, Ich finde das Boot richtig, richtig gut mit den Schnitzereien da. ja, Das ist richtig schön. Also es ist ja auch wie eine Seeschlange, die Schnitzerei, ne? Oder wie so ein Drachen. stimmt, jetzt sehe ich es ja.
die Schlange, da gefällt mir der Gesichtsausdruck nicht ganz so gut. Also es ist so ein bisschen, die Augen gefallen mir nicht ganz so, aber ansonsten ist es ein schönes Set und ich glaube, auch für den Preis ist es okay. Es ist ein Promo-Set, das können sie auch, glaube ich, günstiger verkaufen, wenn sie wollen. Mhm. Ja, also es ist nicht der absolute, nicht die richtige Coca-Cola. Aber die Schlange schwimmt ja auch wenn du weißt, kannst du mit in eine Badewanne nehmen. Ja, das ist cool. Das Ruderboot kannst du mitnehmen, also du kannst da auch ein paar Abenteuer in der Badewanne erleben oder dann auch meinetwegen im Sommer am Baggersee. Ja. Von daher, ja, tolles Set, finde ich gut. Auf jeden Fall. Und dann habe ich zum Abschluss dieser Folge Last Christmas. die Produktnummer 71741 mitgebracht. Den Schneewanderer mit Bernardiner. Den habe ich vorhin auch gesehen. Das ist ja der zweite aus dieser neuen My Life-Serie, den du mitgebracht hast. Ja. Die Managerin fand ich ja nicht ganz so gut. Ihn finde ich tatsächlich besser. Ja, Afrikola. Ja, Bin doch. ich komplett bei dir. Ja, doch. Also ich finde, der Bernardiner ist niedlich. Der sieht Den cool aus, finde ja. ich auch deutlich besser als den Dalmatiner. Weiß nicht, ob der schon so bei Heidi war. Oder ob kann es ich dir gar eine nicht sagen. Neukonstruktion ist. Und den Schneewanderer finde ich wirklich gut. Also, ja, Top-Figur. Ja, finde ich auch. Also ziemlich coole Details. Diese Ja. Schneeschuhe sind ziemlich cool, ne? Definitiv. Und ja, ist relativ simpel so, weil nicht viel dabei ist, aber hat alles, was es als Set braucht. Von daher finde ich es ziemlich perfekt, ja. Ja. Nee, finde ich auch gut. Also, es reicht nicht, um ganz oben Ja, genau. anzukommen, aber ist schon ziemlich gut. Ich bin gespannt, es gibt ja von dieser My Life-Serie, ich weiß nicht, ob das jetzt die neue City Life-Serie wird, aber es gibt da jetzt ja auch noch andere tolle Sets, die jetzt auch so ein bisschen auf Tiere gehen, auf Haustiere. Ne? Es gibt jetzt auch so ein Set da mit Aquarium und Kaninchen und sowas in diese Richtung. Ich bin gespannt, in welche Richtung Playmobil da gehen wird. Ich bin sowieso gespannt, in welche Richtung Playmobil gehen wird. Ich habe jetzt was von einer Neuausrichtung gelesen, die in 2025 stattfinden soll. Ich habe es noch nicht konkret alles im Detail gelesen, aber Playmobil will sich wohl neu aufstellen. Müssen sie auch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben festgestellt, dass die Zielgruppe schrumpft, die ursprüngliche Zielgruppe. Dass sie ist ja nur noch bis 8 Jahre im Allgemeinen angesagt und nicht mehr bis 10, so wie es mal ursprünglich war. Wobei ich finde, früher hat man wahrscheinlich auch noch bis 12 gespielt, ne? Oder noch ein bisschen länger sogar. Ja, und ich finde es eher schade, dass das wirklich jetzt so weggeht, irgendwie gefühlt, ne? Dass du dich so ein bisschen wegentwickelst dahin und immer mehr hin zu PlayStation, Switch Ja. und so ein Gedöns, ne? Smartphone auch, ne? Ja, ist halt einfach eine andere Generation, ne? Mit anderen technischen Möglichkeiten, deswegen hat es Playmobil da echt schwer. Ja, aber es kommt auch dann wieder auf die Eltern drauf an, ne? Du hast natürlich auch jetzt durch diese technischen Möglichkeiten kannst du es dir auch natürlich auch einfach machen. Ich sehe das ganz oft, wenn wir im Restaurant sind. Also mein Sohn kriegt es nicht. Ich bin da ein strikter Gegner von, aber ich sehe es ganz oft, dass die Menschen ihren Kindern das Handy in die Hand drücken, damit sie ruhig sind, ne? Und dann, Weil es der einfachste Weg ist, ja. ja, aber es ist einfach so schade. Du einmal auf der einen Seite setzt du ja diesen Impact einfach zu sagen, komm, du kannst jetzt hier auf die Schnelle, wenn du ein bisschen drängelst, kannst du hier dann Cartoons gucken oder irgendwas. Und auf der anderen Seite nimmst du das Kind aber auch aus jeglicher Konversation raus, ne? Ja, komplett, ja. Ja, ich bin da kein Freund von. Aber gut, wir werden es nicht mehr ändern und vielleicht kommt aber irgendwann das große Umdenken nochmal. Ja, hoffe ich. Und dann, schauen wir mal, dass Playmobil nicht untergeht. Weil es wäre schon schade, wenn die Marke irgendwann eines Tages vielleicht verschwindet. Finde ich zumindest. Weil Auf jeden Fall. sie hat viel. Ne? Und deshalb bin ich gespannt, wie sie sich neu aufstellen. Ja. Mal gucken, was 2025 noch so passiert. Scheinbar ist ja, ich weiß nicht, ich habe bei den Neuheiten nichts mehr von Naruto gesehen. Naruto war das, die Serie, glaube ich, ne? Diese hatten. Genau. Naruto ist nicht dabei, genau, in diesem Kalenderjahr. Ist vielleicht scheinbar auch schon wieder ausgelaufen. Obwohl da ordentlich produziert wurde für, ne? Also da gab es ja
richtig, richtig viele Figuren, richtig viele Produkte. Also scheinbar ist die Lizenz jetzt ausgelaufen und jetzt gibt es keine neuen Sachen davon. Ja, und da ist halt wieder der Punkt, genauso wie bei Asterix, da ist halt die Frage, ob man sich damit ein bisschen übernommen hat. Ne? Ob man gedacht hat, Asterix läuft ohne weiteres. Hättest du mal einen Wunsch noch, was Playmobil vielleicht machen soll? Auch Lizenzthemen. Also, weißt du, was ich persönlich ja total cool finden würde, wäre ja, wenn sie Lucky Luke irgendwie mal rausbringen. Ja, Lucky Luke wäre ziemlich perfekt, finde ich. Das passt ja auch so ein bisschen zum Asterix-Thema, ne? Also, Ja, genau. genau, das ist schon gut, dass du das ansprichst, weil ich da komplett bei dir bin. Und sonst, ich würde mir einfach wünschen. Du könntest halt ja auch auf bestehende Gebäude zurückgreifen, ne? So ein bisschen. Ja, genau. Also du hast ja ziemlich viele Western-Elemente, die du einfach nutzen kannst. Und Postkutsche ist da. genau, gib den Sachen noch eine neue Farbe und dann hast du da nicht so viel für zu tun. Das wäre schon ganz witzig. Lucky Luke wäre perfekt. Und dann würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass sie James Bond ein bisschen erweitern und das nicht nur bei einem Set lassen, was sie damals rausgebracht haben. Also das fand ich ein bisschen traurig. Und auch vom A-Team würde ich mir ein paar Sets noch wünschen. Aber da glaube ich nicht, dass beides irgendwann nochmal kommen wird. Also ich glaube, die Sachen sind vorbei. Da gab es nur ein Produkt zu und dann war es das. Das Ding ist ja tatsächlich, dass die Sachen gar nicht schlecht. Also ich habe jetzt ja gerade, hast du ja auch mitbekommen, von meiner Frau den Magnum bekommen, den Ferrari, das Set. Es ist echt ein tolles Auto. Also Ja, das wirklich ist richtig geil. richtig gut. Das haben sie wirklich gut getroffen. Also es Ja, geht. ja. Ne, wenn Playmobil will, können sie. Und ja, die müssen nur irgendwo den richtigen Punkt finden, an dem sie ansetzen. Ich finde halt nur so störend, dass die Artikel zu einer Lizenzwelt rausbringen und dann ist das Ganze, also dann ist alles auf einen Artikel beschränkt und du hast nicht so wie früher, also wofür Playmobil eigentlich bekannt war, dass du eine in sich geschlossene Produktreihe hattest so. Also du hattest immer ein Western-Thema und hattest dann dazu irgendwie 8 bis 10 Artikel oder so. Und es müssen ja auch keine 8 bis 10 Artikel sein, aber wenn die zu James Bond so 5 Artikel rausbringen würden und zum A-Team 5 Artikel, dann wäre es ja schon viel cooler. Weil so haben die einfach nur einen Aston Martin rausgebracht und einmal das A-Team mit dem Bus. Also das ist mir zu dünn irgendwie. Ja, Das ist Playmobil Problem untypisch. ist, was du da nachher wieder hast, ist dann halt, gibt es genug erwachsene Sammler, die diese 5 Sets kaufen oder reicht denen der Bus? Ja. Ne? Ja, das stimmt, ja. Das ist halt der Punkt, aber wir werden es nicht, nicht ändern wahrscheinlich. Außer die hören auf uns mal. Die hören den Podcast, wovon wir ja ausgehen. Na klar. Und dann rufen die uns mal an. Genau. Dann designen wir mal ein paar Produkte. Auf jeden Fall. Dann bringen die Lucky Luke raus im zweiten Halbjahr. Und mal schauen, was noch. Herr der Ringe wäre auch cool. Ah ja, habe ich kein Thema mit, aber würde, glaube ich, ein paar Leute abholen. Ja. Nee, man muss auch nicht alles umsetzen. Man könnte in meinen Augen auch vielleicht ein bisschen weniger Lizenzen machen und dafür mehr andere Sachen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Gespräch für heute. Dann bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.